Wir kommen nun zum Kapitel 6, dessen Gegenstand das Verhältnis von Grundrechten und deren Einschränkung ist. Dies Kapitel 6 nimmt den Faden wieder auf, den wir in Kapitel 3 mit Hilfe der Prinzipientheorie gesponnen haben. Am Anfang steht eine für die Theorie der Grundrechte fundamentale Unterscheidung. Diese Unterscheidung ist die Differenzierung zwischen der Innentheorie und der Außentheorie der Rechte. Nach der Innentheorie gibt es nur eine Sache, das definitive Recht. Nach der Innentheorie sind Grundrechte daher Regeln. Nach der Außentheorie gibt es zwei Dinge. Es gibt das Recht als solches, das nicht eingeschränkte Recht und das eingeschränkte Recht. Bei der Außentheorie sind Grundrechte auf der Ebene des Rechts an sich Prinzipien. Sie haben eine weite Prinzipienstruktur und danach können sie eingeschränkt werden. Diese Einschränkung muss, wie wir in Kapitel 3 gehört haben, dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen. Bis heute tobt der Streit, ob die Innentheorie oder die Außentheorie der Grundrechte richtig ist. Viele meiner Kollegen in den Vereinigten Staaten vertreten die Auffassung, dass nur die Innentheorie richtig sein kann. Das entspricht der dort vorherrschenden Vorstellung der Spezifizierung der Rechte. Es wird nicht eingeschränkt, das Recht, es wird spezifiziert, klassifiziert oder konkretisiert. Nach der Außentheorie gibt es demgegenüber Einschränkungen von Rechten, Schranken, die nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gerechtfertigt werden müssen. Meine These zum Verhältnis von Innen- und Außentheorie ist, dass die Außentheorie der Innentheorie weit überlegen ist, weil sie ein höheres Maß an Rationalität ermöglicht. Ich habe diese Rationalität schon bei meiner Diskussion des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dargestellt und will sie an dieser Stelle nur noch einmal ganz allgemein beschreiben. Die Außentheorie arbeitet mit dem Spiel von Grund und Gegengrund. Es ist ein elementares Rationalitätskriterium, dass man nicht nur die Gründe für eine Sache betrachtet, sondern die Gründe für eine Sache und die Gegengründe. Die Schrankenseite der Grundrechte betrifft die Gegengründe für den grundrechtlichen Schutz. Vor diesem Hintergrund nun sind verschiedene Arten von Grundrechtsschranken zu unterscheiden. Die wichtigste Unterscheidung in diesem Feld ist die Unterscheidung von verfassungsunmittelbaren Grundrechtsschranken und verfassungsmittelbaren Grundrechtsschranken. Es gibt relativ wenig verfassungsunmittelbare Grundrechtsschranken. Ein Beispiel dafür ist das deutsche Demonstrations- und Versammlungsrecht. Versammeln darf man sich in Deutschland nur friedlich und ohne Waffen. Hier schränkt die Verfassung das Versammlungs- und Demonstrationsrecht unmittelbar durch das Postulat der Friedlichkeit und Waffenlosigkeit ein. Andere verfassungsunmittelbare Schranken können durch gegenläufige Grundrechte entstehen. Hier jedoch wird eine Abwägung nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erforderlich.
Theoretisch viel interessanter sind die verfassungsmittelbaren Schranken. Sie sind für das Verhältnis von Grundrechten und Demokratie und damit auch von Grundrechten und Verfassungsgerichtsbarkeit von allergrößter Bedeutung. Viele Grundrechte enthalten eine Klausel wie etwa Artikel 2 Absatz 2, letzter Satz, Satz 3, in diese Rechte, das ist Leben, körperliche Unversehrtheit und Freiheit, darf nur durch ein Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Wenn man die Grundrechte als Regeln ansehen würde und den Wortlaut dieser typischen Schrankenklausel ernst nehmen würde, dann steht im Grundgesetz, das Recht ist verbürgt, Leben, Freiheit, körperliche Unversehrtheit, aber der Gesetzgeber darf, wenn er nur ein Gesetz macht, mit Hilfe des Gesetzes eingreifen. Grenzen finden sich hier nicht. Entsprechendes gilt für Ermächtigungen der Administration. Dies zeigt, dass die Grundrechte kraftlos werden würden, wenn wir sie nicht als Prinzipien interpretieren, denn die Interpretation als Prinzipien verleiht den Grundrechten Kraft. Sie müssen durch stärkere Gründe zurückgedrängt werden, wie es die Gewichtsformel darstellt. Die These, die von vielen aufgestellt wird, dass die Verhältnismäßigkeit-Prüfung die Grundrechte schwächt, ist daher falsch, wie es sich am deutlichsten an den Schrankenklauseln, die den Gesetzgeber zur Einschränkung der Grundrechte ermächtigen, zeigen lässt. Vor diesem Hintergrund treffe ich im Kapitel 6 die Unterscheidung zwischen engen und weiten Tatbestands- oder Schutzbereichstheorien. Nach der Prinzipientheorie ist der Tatbestand eines Grundrechts, etwa der Tatbestand der Meinungsäußerungsfreiheit, der Tatbestand der Religionsfreiheit, so weit wie möglich zu fassen. Der weite Tatbestand oder der weite Schutzbereich hat zur Folge, dass jeder Eingriff in diesen weiten Schutzbereich gerechtfertigt werden muss. Er sichert, dass keine Maßnahme des Staates die Grundrechte irgendwie berühren kann, ohne Rechtfertigung bleibt. Aus diesem Grund hat die weite Tatbestandstheorie, die der Prinzipientheorie entspricht, gegenüber der engen Tatbestandstheorie, die der Regel- und Spezifikationstheorie entspricht, große Rationalitätsvorteile. Und das ist meine letzte Unterscheidung an dieser Stelle, in der Diskussion über die Einschränkung der Grundrechte spielt die Unterscheidung zwischen Einschränkung und Ausgestaltung eine große Rolle. Das gilt insbesondere für diejenigen Grundrechte, die Kompetenzen schützen. Das wichtigste Grundrecht, das eine Kompetenz schützt, ist das Eigentumsgrundrecht. Ohne Tätigwerden des Gesetzgebers kann es kein Eigentum geben. Es kann nur physischen Besitz geben. Ein weiteres Beispiel ist das Eherecht. Ohne ein Ehegesetz kann es nur eine natürliche Liebesbeziehung, aber keine Ehe geben. Ein weiteres Beispiel ist das Erbrecht. Ohne gesetzliche Regelungen des Erbrechts kann es kein rechtliches Erbe geben. Es gibt also Grundrechte, bei denen muss
der Gesetzgeber tätig werden. Nun gibt es Autoren, die sagen, wenn es um eine Ausgestaltung geht, gelten nicht die strengen Maßstäbe der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Diese These halte ich für falsch und greife am Ende des 6. Kapitels an. Mit folgender Definition. Eine Ausgestaltung eines Grundrechts ist immer dann als eine Einschränkung zu behandeln, wenn sie die Realisierung des grundrechtlichen Prinzips begrenzt. Dies zeigt erneut, dass eine adäquate Grundrechtstheorie ohne die Prinzipientheorie nicht möglich ist. Ich habe von engen und weiten Tatbestandstheorien gesprochen oder, was dasselbe sagt, engen und weiten Theorien des Schutzbereichs. Den weitesten Schutzbereich aller Grundrechte meiner Verfassung, der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, hat die allgemeine Handlungsfreiheit. Doch dies will ich nicht mehr im 6. Kapitel behandeln. Die allgemeine Handlungsfreiheit wird Gegenstand des 7. Kapitels sein.